So, ich bin jetzt hier ganz oben auf dem Tehachapi Pass angekommen und hier wimmelt es nur so von Kleinanlagen wieder. Das sind jetzt die Nordtank-Anlagen, müssen die gleichen Anlagen sein wie auf dem Altamont Pass. Und das ist richtig geil, schaut euch das an. Die haben jetzt nur rote Spitzen, auf dem Altamont Pass, die hatten grünen Spinner und grüne Spitzen. Aber im Vergleich zu denen laufen die echt noch wie am Schnürchen. Schaut euch das an. Richtig geil. Wo sieht man mal noch so viele Anlagen, alte Anlagen auf so kleinem Raum? Gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht. Da steht der ganze Bergrücken voll mit denen. Da geht's weiter. Und hier drüben ist auch noch alles voll. Richtig krass. Das ist halt so das Geile hier, dass hier noch so viele alte Anlagen stehen. Und dann aber auch die großen dazwischen. Ja, ich stehe hier auch bei einer direkt unten drunter, die auch fleißig am Laufen ist. Ja, die haben halt diesen richtig coolen Raketenstahlturm. Sieht aus wie der Enercon-Turm damals. Und die sehen auch noch relativ gut in Schuss aus. Im Vergleich zu den Anlagen auf dem Altamont Pass, die halt echt am Vergammeln waren. Richtig geile Teile. Das ist ein Summen hier, das ist Wahnsinn. Da steht auch nochmal eine Reihe. Ja, was noch viel krasser ist, hier stehen super viele kleine Vestas-Anlagen. V17, sorry. Und die sind richtig am Vergammeln. Die laufen zwar alle noch wie am Schnürchen, aber da ist der Spinner abgefallen, da fehlt die Verkleidung vom Maschinenhaus. Hier sieht man es richtig krass. Da kann man quasi in die Anlage reinschauen. Die ist echt zur Unkenntlichkeit verkrüppelt. Schaut euch das an. Aber hinten dran sieht man es, die Anlage hat noch eine Verkleidung, da steht Vestas drauf. Da sind Vestas V17. Aber die sind echt richtig am Arsch. Umso krasser, dass sie halt noch so gut laufen. Und da steht hier auch der ganze Bergrücken voll. Das müsst ihr euch anschauen. Auch unterschiedliche Nabenhöhen. Ah, hier sieht man jetzt mal eine Anlage, wie sie eigentlich aussieht. So sieht sie eigentlich aus. Mit Spinner und mit Verkleidung. Und die anderen sind einfach so verkrüppelt. Da stehen auch nochmal zwei, die etwas intakter sind. 3 Stück. Richtig krass. Die laufen echt, bis sie auseinanderfallen. Da hinten ist eine Anlage, da fehlt schon die Gondel komplett, die ist wahrscheinlich runtergekracht. Hammer, ey. Ja, und dann stehen hier wieder die großen G dazwischen, die 1.6-100. Allerdings haben die unterschiedliche Gondeln. Wenn ihr euch mal anschaut, die hier hat eher die Gondel der 1.5er. Und die andere hat eine etwas modernere Gondel. Sieht eher aus wie die 2.7.5er. Wahnsinn, ey. Der absolute Hammer.
Ja, leider ist hier ein Gate. Ich hoffe, ich komme noch ein bisschen näher an die Vestas-Anlagen ran. Die würde ich mir echt gerne mal aus der Nähe anschauen. Alles voll damit. In der Reihe hinten dran auch nochmal. Also die Nordtank-Anlagen hier, die scheinen auf jeden Fall, entweder sind sie jünger oder sie wurden einfach besser gepflegt. Die laufen nämlich echt noch sehr gut. Und da sieht man keine ohne Gondelverkleidung oder sowas. Boah, ist das geil. Ich feiere es extrem. Richtig nice. Naja, ich versuche jetzt mal noch ein bisschen näher an die Vestas-Anlagen hier ranzukommen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie noch ein Gate, das offen ist oder so. Aber von hier aus sieht man sie ja schon mal echt richtig toll. So, ich stehe jetzt hier nochmal etwas näher bei den Vestas V17. Näher komme ich jetzt nicht ran. Hier ist nämlich ein Tor. Betreten verboten, aber ich bin ja jetzt schon relativ nah. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, diese Dinger. Dass die immer noch laufen und einfach komplett am Auseinanderfallen sind. Schaut euch das an. Kann man quasi bis auf die Knochen reinschauen. Sieht man sogar den Triebstrang. Und hinten der Generator. Der absolute Wahnsinn. Die hat wenigstens noch eine Abdeckung hier. Aber da fehlt auch schon der Spinner. Aber Anlagen mit kaputten Rotorblättern sieht man eigentlich gar nicht. Wenn, dann fehlt nur die Gondel, Abdeckung und der Spinner. Schaut euch dieses Gewusel an. Wahnsinn, ey. Und die G laufen so schön langsam gemütlich. Geil. Hier sieht man sie nochmal schön von vorne. Einfach nur krass. Ich würde echt gern wissen, wie alt die sind. Also auf jeden Fall 30 plus. Da würde ich echt gern mal rein und mich mal drunter stellen, aber habe jetzt leider keine Zufahrt gefunden, wo man rein kann. Man ist schon ein ganzes Stück besser als jetzt auf dem Altamont Pass. Da konnte man leider gar nicht nah an die Anlagen ran. Das ist hier schon auf jeden Fall besser. Ja, und von hier aus nochmal ein Wahnsinnsblick Richtung Tal. Da steht auch nochmal alles voll mit Nordtankanlagen. Schaut euch an, wie krass das ist. Der absolute Wahnsinn. Und das finde ich echt super, dass die fast alle noch am Laufen sind. Dass hier echt sehr wenig Anlagen sind, die vergammeln. Weiß man gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll bei den vielen Anlagen. Einfach nur Hammer. Hier auch nochmal schön den Berg hoch, die Anlagen. Und hinten dran dann die neue Generation, die G15er, wobei die ja auch schon echt nicht mehr so neu sind. Ja, es wäre jetzt echt spannend zu wissen, wie es hier weitergeht. Muss man in 10 Jahren nochmal kommen, wie viele dann von den alten Teilen noch hier stehen.
oder ob dann noch größere Anlagen hierher kommen. 236 ist ja bisher so das Größte, was hier steht. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Die Masse an Anlagen. Weiß ich gar nicht, wo ich die Kamera als erstes hinhalten soll. Aber dieser Blick hier, das ist schon einer der geilsten Ausblicke hier. Die ganzen kleinen Anlagen. Richtig Hammer. Dieses Gesumme, ey, hört ihr das? Das ist schon echt der Wahnsinn. Dieses Geheule. Ich feier's hart. Ja, ich glaube, ich werde mal weiterziehen. Mal gucken, ob ich vielleicht doch noch ein Plätzchen finde, von wo aus man die Vestas-Anlagen ein bisschen näher sieht noch. Aber der Ausblick hier ist halt einfach echt super schön. Ich glaube, das ist bisher so mein Lieblingsausblick hier runter ins Tal mit den ganzen kleinen Anlagen. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten. Von hier hat man nochmal einen schönen Blick ins Tal. Und hier sieht man nochmal schön die Gamesa-Anlagen. Da hinten sind die ganzen Aeroman. Da war ich vorhin. Hier sind auch nochmal Gamesa. Ist auch gerade der Service vor Ort. Das Gatter hier ist auf, aber ich will jetzt nicht reingehen. Und hier nochmal dieses Gewimmel von Kleinanlagen. So krass. Hier auf der anderen Seite auch nochmal. Ich kann mich da echt nicht dran satt sehen. Das ist einfach so krass. Und dann auf den Höhenzügen hinten dran die ganzen G-Anlagen. Auch nochmal kleine Mikon hinten dran mit 600 kW. Richtig geil. Naja, aber ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich weiterkomme, sonst komme ich heute nicht mehr nach Hause. So, jetzt bin ich hier unten im Tal in der Nähe von Tehachapi. Habe jetzt mal eine kurze Kaffeepause eingelegt und mal ein bisschen Wi-Fi bei Starbucks geschnorrt. Ja, und hier im Tal stehen auch noch mal einige Anlagen, hauptsächlich G-Anlagen. Hier scheint auch irgendeine Firma zu sein, die Rotorblätter repariert oder herstellt. Da liegen ein paar Rotorblätter rum. Da steht, glaube ich, auch der Name der Firma drauf. Airstreams. Training Center vielleicht. Ja, und hier stehen größtenteils G16100. Das müssten die gleichen Anlagen sein wie auf dem Altamont-Pass. Und eine coole Anlage, die ich entdeckt habe, hat diesen abgespaceden Turm hier. Da stand auch mal eine Anlage in Deutschland, in Brandenburg irgendwo. Das ist so ein Stahlgestell und außen, das ist Folie, glaube ich. Hat den Turm dann aber irgendwann gesprengt. Verrücktes Teil.
Ja, und hier am Fuße des Berges steht alles voll mit den G. Da oben sind die kleinen Vestas Gittermastanlagen. Und hier oben auf dem Bergrücken stehen auch noch mal ganz viele kleine Anlagen. Das müssen alles Vestas V17 sein. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das werde ich nicht schaffen, das ist zu schwer zugänglich, aber das ist richtig krass. Und dann da auf dem Nachbarberg, da stehen ganz neue Anlagen, Vestas V126. Habe ich ein Foto gesehen von einem Bekannten, das muss ein Repowering-Projekt gewesen sein. Standen vorher auch kleine V17 jede Menge und dann und sie durch Vestas V126 repowered. Habe allerdings auch gesehen, dass da einige V136 dabei sind. Die hier zum Beispiel ist eine V136. Kleinem Turm, da ist auch eine V136. Da auch nochmal. Ja, schade, wenn dann auf einen Schlag so viele kleine Anlagen wegkommen, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Ist halt aber auch krass, wie was für ein Vielfaches an Energie man erzeugen kann, wenn man halt so viele kleine Anlagen abbaut und durch wenige große ersetzen kann. Das ist schon sehr cool. Sieht halt auch witzig aus, dass halt die Anlagen hier überall stehen, auf dem Berg, im Tal und hier geht überall Wind. Das ist das Krasse hier. Da auch nochmal ein ganzer Schwung. Richtig cool. Ja, wird jetzt nochmal ein Stück weiterfahren und ja, wird dann schon mal die Route für den Heimweg antreten. So, ich habe jetzt hier nochmal angehalten. Hier hat man nämlich einen sehr schönen Blick nochmal auf die G16100 in einer Reihe. Sehen noch ziemlich weiß aus, sehr gut gepflegt. Noch nicht so ölverschmiert und dreckig wie die 1.5er teilweise. Sehen noch richtig gut aus. Einige stehen jetzt noch hinter diesem Höhenzug im Tal, sieht man jetzt nicht. Die Anlage mit diesem Gitterturm mit Hülle sieht man jetzt nicht. Ja, und im Hintergrund sieht man dann die neuen Vestas-Anlagen nochmal, die V126 bzw. V136. Kleine Vestas. Ja, und hier auf dem Hügel habe ich jetzt noch 3 Zondanlagen entdeckt. Müssten die gleichen sein wie in Palm Springs. Auf Gittermast, leider auch nicht am Laufen. Und hier rechts hat man einfach nochmal einen richtig geilen Blick auf die ganzen kleinen Dinger. Die Vestas 417 auf Gittermast. Und auch ein geiler Vergleich zu den großen Anlagen direkt nebendran. Das ist schon echt Hammer. Und auch, dass so viele noch laufen, das ist echt richtig cool.
Nummer 3 mit bisschen höherem Turm. Und da hinten sind dann die kleinen Nordtankanlagen nochmal. Also die Vielfalt hier der Anlagen und auch die unterschiedlichen Anlagengenerationen, das ist einfach das Highlight hier auf dem Tehachapi Pass. Dass hier große Anlagen zwischen den kleinen stehen, unterschiedliche Höhen, unterschiedliches Alter, das ist schon echt das Highlight. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Ja, ich werde mich dann verabschieden an dieser Stelle. Ich werde mich auf den Rückweg machen. Ist noch ein Weilchen zu fahren, wieder zurück zum Camp. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe auch echt viele tolle Bilder und Videos gemacht, auf die ihr euch freuen könnt. Ja, das war dann wohl auch das letzte Video aus Kalifornien. Morgen geht es zurück nach Deutschland. Von Los Angeles aus Richtung Frankfurt. Und ja, dann war es das mit dem Urlaub. Aber ich habe echt richtig viele tolle Videos gemacht. Dann wird das nächste Video wohl erst wieder kommen, wenn ich in Deutschland bin. Ja, haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den Videos. Und ja, dann macht's mal gut. Bis bald.